So, liebe Leute, willkommen zur nächsten Aufnahme von Final Fantasy X. Ich habe in der Zwischenzeit etwas gelevelt. Oder es zumindest versucht, nur jetzt kommen leider alle an den Punkt, wo ich Level 3 Sphäropässe brauche. Was ein bisschen doof ist. Und auch nach mehrmaligem Versuchen des nächsten Bossgegners kriege ich es leider nicht hin. Deswegen werde ich das anders machen. Und zwar habe ich schon gemacht. Und es hat funktioniert. Deswegen werde ich das auch weiterhin probieren. Oder auch weiterhin so machen. Auch jetzt in dem Kampf so machen. Ach so, fuck. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder einen Fehler gemacht. Egal. Gut, das kann man nicht überspringen. Ja, jetzt kommt wieder der Gegner. Und, also was ich gemacht habe, Ich habe Yunas Bestia alle auf Limit, auf Ekstase gebracht. Und auch Yuna für den Meisteraufruf auf Ekstase gebracht. Und, ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier funktioniert, wa? So, Tidus macht einmal Hastgar. Und Yuna macht Meisterruf Bahamut. Das Problem ist, wie bei fast jedem Endboss, wenn die Bestias zu lang draußen sind, werden die mit einem Mal gekillt. Und so auch hier. Ich kann jetzt mit Bahamut einmal seine Ekstase machen, dann dauert es erst wieder, bis er sich generell bewegen kann. Solange steckt er jetzt eben ein. Wenn ich aber Glück habe, überlebt das und ich kann dann mit Yuna den nochmal aufrufen und dann auch Bahamuts Limit dann benutzen. Wir drücken mal die Daumen und hoffen, dass es klappt. Ansonsten müssen eben dann die anderen herhalten. So, er ist nochmal dran. Und er ist nochmal dran. So, dann werden wir dich einmal zurückrufen. Wir hatten Glück. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt zweimal dann Limit mit Bahamut. Das ist schon eine Menge Schaden. Ich werde hier nochmal versuchen, ein bisschen Schaden reinzuhauen. Tidus. Ach, wir können mit Tidus eigentlich auch mal gucken, dass wir das Gemetzel hinkriegen. Auch hat funktioniert. Sehr gut. Macht nicht so viel Schaden. Ich habe mich natürlich auch informiert, woher ich jetzt Sphäropässe kriege. Wir finden auf dem Weg, also nach dem Kampf müssen wir ein bisschen laufen. Wir finden auf dem Weg eine Kiste mit einem Level 3 Sphäropass und es gibt auch einen Gegner, den... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Zerstörer Version 0 heißt der irgendwie sowas. Der hinterlässt selten, aber er hinterlässt auch mal einen Level 3 Sphäropass. Und das heißt für mich, ich werde an dieser Stelle leveln müssen. Gucken, dass ich Level 3 Sphäropässe kriege, dass wir wieder weiterkommen auf dem Sphärobrett. Fuck you! Okay, das funktioniert gar nicht. Das ist doch scheiße. Oh, das war so nicht geplant. Das ist doch kacke, Mann. Naja, gut. Shit! Okay, das war wirklich so nicht geplant. Ja, jetzt kommt nämlich der mit seinem magischen Hauch. Das befördert eben meine Bestie direkt ins Nirvana. Was sehr schade ist. Naja. Aber wir werden auch das hinkriegen, das ist gar kein Problem. So viel HP dürfte der jetzt gar nicht mehr haben. Tidus darf Tidus? Ich weiß gar nicht, darf der? Wir probieren mal Retard. Ne, da ist er natürlich immun dagegen. Das ist wiederum scheiße. Aber nicht so schlimm. Wohl. Ja, wir werden Shiva aufrufen. Und mit ihr das gleiche Prozedere machen. Sie kann wenigstens ihr Limit noch ihre Ekstase benutzen.
Sie wird es wahrscheinlich... Ja, wobei, die wird es wahrscheinlich nicht überleben. Ah, das reicht aber schon. War schon vernichtend. Gut. So kann man den auch ganz easy besiegen, den Gegner. Wie gesagt, ich habe es mehrmalig probiert. Irgendwie bin ich bei dem Gegner zu blöd. Aber auch jedes Mal. Immer. Ich glaube, ich habe den noch nie auf konventionelle Weise besiegt. Ich habe das immer mit meinen Bestias regeln müssen. Und ich werde auch auf die Bestias beim nächsten Bossfight angewiesen sein. Wobei den könnte ich eventuell so hinkriegen. Irgendwie. Und dann der nächste Bossfight, aber dafür bin ich... Für den nächsten gucke ich, dass ich wieder weiter gelevelt bin. Nein! Verdammt. Okay, wollen wir Pause machen? Okay. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Riku ist angepisst. Ja, Orin, ja, du wirst deine Sphero-Level bald gebrauchen dürfen. Come on, let's go. We are. We're almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkand, the more I wondered. When we arrive, Brasko will call the final Aeon. He will fight sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, yeah? Legendary Guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Alles klar, auf geht's. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, das passt vielleicht ganz gut. Es gab am Anfang, bevor die Vita raus, oder wo die Vita rauskam, die Gerüchte, dass eine HD-Umsetzung kommen wird. Und, wow. Und die kommt jetzt tatsächlich für PS3 und Vita, verdammt. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku. You're a true friend, and I thank you, but I must go. Down to Zanarkand. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No. You can tell him yourself. Please.
Don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. Ich muss mich ganz kurz. So. Sorry. Ja, den Spheroiden gucken wir uns auch noch an. Sir Oren, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. Ich kann es bewegen. Anyway, I just wanted to say, Sir Oren, I thank you. Ja, nur Come on. minimal, aber ich kann es bewegen. Do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kimari. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then. Because that was when I knew my father was dead. And I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go." And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me.
You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Zanarkand Abes. You are. I am. Well, I'm glad. I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but it's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? Ich war gerade etwas verwirrt, als ich dachte, Yuna steht da mit dem Spheroiden und nimmt das auf, aber nein, die saß da hinten. Naja, was ich sagen wollte, genau. Es kommt auf jeden Fall ein Final Fantasy X HD für die PS3 und jetzt muss ich bloß gucken, dass ich nicht falsch laufe, aber hier müsste noch alles gut sein. Für die PS3 und die PS Vita ist zwar kein wirkliches HD, also es ist quasi ein bisschen bessere, also die Texturen ein bisschen hochgeputscht, aber prinzipiell ist es immer noch die PS2-Version. Es wird nicht von Grund auf neu entwickelt quasi, was auch blödsinnig gewesen wäre, das zu glauben, weil da ist der Aufwand wahrscheinlich größer als nachher der finanzielle Gewinn. Aber da ich meine PS Vita über alles liebe, kriegt mein Final Fantasy X auch auf der Vita. Wuhu! Sehr cool. Wird's gleich nochmal gezockt. So Leute, da bin ich. Was gibt's? Ach, das ist jetzt der... Ihr erinnert euch, so fängt das Spiel an. Mit diesem Bild am Lagerfeuer. Und der Musik. Ja, genau dieses.
listen to my story. This may be our last chance. So, jetzt aber wieder genug Story-Parts hier. Ich will mal wieder kämpfen. Auf geht's, auf geht's! Hopp, 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 hopp. Ich will jetzt erstmal speichern. Na, hat sich mein Spiel aufgehängt? Nein. Hey, Ah, okay. there was more, Doch noch ein bisschen. right? Yeah, I mean like that time. Anyone? I think... Yes? I think that we should stop. Maybe. For now. Okay. Let's go. So, einmal speichern bitte. Weil ich fürchte, ich werde gleich richtig auf den Sack kriegen. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh Gott, ich spiele schon 30 Stunden, ey. Und ich habe noch nichts gemacht, noch nichts erreicht. Keine Sidequests, gar nichts. Das ist ja furchtbar. So, jetzt muss ich wieder gucken. Vorne in der Kurve hat es nämlich wieder eine Kiste. Oh oh. Das ist zum Beispiel einer von den Scheißgegnern. Aber egal. So, einmal das. Yuna werde ich erstmal gegen Waka austauschen. Oren und Tidus. Also ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich ein bisschen vorwärts komme. Noch nicht trainiere. Das mache ich dann wieder auf Screen. So, dann einmal Kimari. Und Wutsch. Manchmal macht er nämlich... Oder macht er das hier auch? Ich glaube ja. Hier Meteor-Gedöns. Oh, ja, jetzt muss ich wieder... wo habe ich's denn? Wo habe ich's denn? Ability. Mich wieder heilen. So. Da sehen wir schon die Kiste. Ist ja ganz offensichtlich mitten im Weg. Ein Glücksferoid. Sehr schön. Und ganz oben ist so eine Kiste. Ich gucke mir gerade die Karte an. Die Viecher wieder, ey. Okay, wollen wir einmal Waka. Waka, Waka, Waka. Ich krieg die nicht gewonnen, das ist doch scheiße. So, direkt nochmal. Sehr gut. Und dann holen wir Tidus. Tidus braucht noch ein wenig Limit. Oren hat schon Limit. Ja, im Zweifelsfall werde ich einfach mit Limits draufhauen. Gut, dass der nicht so oft angreift. Zack. Aber die Musik ist schön, wie immer. Same as always. So, jetzt muss ich bloß gucken, wo ich denn die richtigen Gegner treffe, die mir eventuell, selten zwar, aber eventuell... Level... Da ist die Kiste. Level 3 Sphäropässe schenken.
Looks like the far plane. Close enough.